Let's talk about Austria. Nun genug der Vorrede, jetzt kommen wir zu Österreich. Amen. I'm delighted that so many of you are here. Ich freue mich, dass so viele von euch hier sind. And you brought your enthusiasm too. Ihr habt eure Begeisterung auch mitgebracht. First of all, we have to wrestle with the issue of what do we mean by Austria? Zunächst einmal müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, was meinen wir überhaupt mit Österreich? The political boundaries of Austria have gone from here to here to here to here to here. Die Grenzen Österreichs sind verschoben worden. Von hier und nach dort. We need to understand that God draws the spiritual boundaries. Aber wir müssen erkennen, dass Gott die geistlichen Umgrenzungen zieht. Sometimes the political boundaries match God's and sometimes they don't. Und manchmal sind die politischen Grenzen in Übereinstimmung mit den Grenzen Gottes und manchmal nicht. And the nation that we call Austria today had boundaries that were drawn by the Allies after World War II. Und die Grenzen, die Österreich heute hat, wurden von den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg gezogen. Huge territory was lost after World War I and even more after World War II. Immenses Territorium wurde verloren nach dem Ersten Weltkrieg und dann weiter noch nach dem Zweiten Weltkrieg. I'm an outsider. Ich bin einer, der außen steht. I haven't traveled the area enough to be able to say this is where the boundaries should be. Und ich bin nicht genug umhergereist in Österreich, um zu sagen, hier sollte die Grenze verlaufen oder hier. So we're going to deal today with a nation as it is. Also wollen wir uns mal mit der Nation Österreich beschäftigen, so wie sie jetzt ist. I'm not saying that's how it should be, but that's our basis for discussion today. Ich sage nicht, dass sie so sein sollte, aber lass uns mal das als Grundlage unserer Betrachtung wählen. Austria is enormously different from Germany, even though you share some roots. Österreich unterscheidet sich enorm von Deutschland, obwohl ihr gemeinsame Wurzeln habt. And we have to take a different approach in trying to understand the essence of what God placed in Austria. Und wir müssen herausfinden, was die Essenz dessen ist, das Wesen, was Gott hineingelegt hat nach Österreich. Let me try this phrase that we use a lot in English. Wollen wir mal diese Wendung verwenden, die wir im Englischen verwenden? We say we're trying to get it all together. Wir sagen, wir versuchen alles zusammenzubekommen. And we rarely do. Und das schaffen wir kaum. You know, the marriage is good, but one of the kids is, Die Ehe ist zwar gut, aber eines der Kinder ist, naja. The family's good, but the boss at work. Die Familie läuft gut, aber der Chef in der Arbeit. Family and work is good, but church, Die Gemeinde, die Arbeit läuft gut, aber also die Familie läuft gut, die Arbeit läuft gut, aber in der Gemeinde, And we always have this piece or several pieces that are not fitting together well. Es gibt immer dieses Stückchen oder diese verschiedenen Stückerl, die nicht so gut zusammenpassen. And the grace that God has given to the nation of Austria is to come closer to getting it all together than most other nations. Aber die Gnade, die Gott Österreich gegeben hat, ist, dass Österreich mehr Stückerl zusammenbekommen hat als die meisten sonstigen Nationen. And you can't point to individual achievements, and yet the whole is amazing. Du kannst nicht deinen Finger auf einzelne herausragende Leistungen legen und trotzdem, was als Gesamtes herausgekommen ist, ist erstaunlich. You don't have the most Olympic gold medals of any nation. Ihr habt nicht die meisten olympischen Goldmedaillen von jeder Nation. You're not the most extraordinary education nation in the world. Ihr seid nicht bildungsmäßig führend in der Welt. You're not this, you're not that, you're not the other, and yet the whole is amazing. Du bist nicht dies, das oder jenes und doch ist das Ganze sehr, sehr erstaunlich. You are represented in Scripture by the tribe of Naphtali. Ihr seid in der Bibel repräsentiert durch den Stamm Naphtali. All right, Genesis 49, verse 21. 1. Mose 49, Vers 21. This was Jacob's blessing upon his son Naphtali. Jakobs Segen seines Sohnes Naphtali. He says, Naphtali is a doe set free that bears beautiful fawns.
Naphtali ist ein schneller Hirsch, er gibt schöne Rede. The world over, there's a beauty about the deer. Und überall auf der Welt weist der Hirsch eine Schönheit auf. The mother deer with one or two fawns moves with an elegance and a beauty. Ja, und die Hirschkuh mit ihren Jungen, das ist elegant, das ist wundervoll. Moses repeated that theme a few years later. Einige Jahre später hat Mose dieses Thema wieder aufgegriffen. In Deuteronomy 33:23. In 5. Mose 33:23 Said about Naphtali, he said, Naphtali is abounding with the favor of the Lord and is full of his blessings. Und über Naphtali sprach er, Naphtali hat viel Gnade und ist voll Segens des Herrn. So the beauty and the favor of Austria is seen first of all in the land. Die Schönheit, die Gunst Gottes über Österreich kann man als erstes mal am Land feststellen. People come to Austria for the beauty. Menschen kommen nach Österreich wegen der Schönheit von Österreich. And it's interesting to look at the lack of a specific. Und es ist interessant, dass man gar nicht so spezifisch sagen kann, was genau an Österreich so schön ist. They don't come to this mountain or that lake or this other natural thing. It's the whole. Sie kommen nicht zu diesem See oder zu jenem Berg oder irgendwie, sondern es ist das Gesamte. Anywhere you go in Austria is going to be full of the beauty of nature. Wo immer du in Österreich hingehst, stößt du auf Naturschönheit. And that's why tourism is such a large figure in your GDP. Und deswegen macht der Tourismus auch so viel aus in eurem Bruttosozialprodukt. One figure I found was 45 billion euros a year, which is 14% of the national GDP is tourism. Ich habe Folgendes herausgefunden, 45 Milliarden Euro jährlich, das sind 14% des Bruttosozialprodukts. By contrast, Und im Gegensatz dazu Germany only gets about 5% of their GDP from tourism. bekommt Deutschland nur 5% seines Bruttosozialprodukts aus dem Tourismus heraus. And Germany's a whole lot bigger patch of land for people to come to. Deutschland ist sehr viel größer von der Landmasse her, wo Menschen hinkommen könnten. It's not that Germany isn't beautiful. Es liegt nicht daran, dass Deutschland überhaupt nicht schön wäre. It's that there is something that you can't put your finger on about the beauty in Austria. Sondern Österreich hat das gewisse Etwas, das du nicht wirklich benennen kannst. And the largest number of tourists in Austria are Germans. Und nicht umsonst sind die größte Anzahl der Touristen in Österreich die Deutschen. So the land has a spiritual beauty that is beyond other nations around it. Das Land verfügt also über eine geistliche Schönheit, die umliegende Nationen nicht haben. Let's talk about language. Sprechen wir mal über die Sprache. You both speak German, Man sagt, ihr beide sprecht Deutsch, but the German is a little harder and the Austrian German is softer, gentler, more musical. Yeah? aber das deutsche Deutsch ist ein bisschen härter, ein bisschen strenger, aber das österreichische ist weicher und angenehmer. Ponder architecture. Stellen wir uns mal die Baukunst vor. There was a period after the Renaissance when all of Europe was building beautiful buildings. Es gab eine Zeit nach der Renaissance, wo überall in Europa schöne Bauwerke entstanden. But the abundance of the Baroque style of construction in Austria is quite remarkable. Aber das Überschäumende des barocken Marmorstils in Österreich ist erstaunlich. I toured some of the important buildings in Salzburg recently and was amazed at the marble work. Und ich habe mir vor kurzem wieder 2 bedeutsame Bauwerke angeschaut in Salzburg und war erstaunt über den Marmor, der darin verarbeitet wurde. I have a background in construction. Ich komme von einem Hintergrund vom Bau her. I was a builder for 30 years. Ich war im Baugewerbe tätig, viele Jahre lang.
My father was a carpenter, my grandfather, my great-grandfather. Mein Vater war Tischler, mein Großvater, mein Urgroßvater. You look at the finished product, I look at how they got there. Du schaust dir das Endprodukt an, aber ich frage mich, wie haben sie das nur hinbekommen? And I looked at this intricate marble design that was built without a single power tool. Und ich schau mir diese wunderschönen geformten Marmor-Ausführungen an und die wurden hergestellt ohne irgendeine ein Werkzeug, was mit Strom betrieben war. It's impressive. Das ist sehr erstaunlich. Let me step back and give a picture of beauty in two different facets. Lasst mich euch Schönheit von zwei Aspekten her zeigen. A few years ago, I was in the Netherlands in Leiden. Vor 2 Jahren war ich in Holland in Leiden. I attended a concert at Pieterskerk in Leiden, Holland. Ich habe dort in einer Kirche der Pieterskirk ein Konzert besucht mit 2 Solisten. There were two ladies who were soloists. Da gab es 2 Solistinnen. And the difference between the two was extraordinary. Und der Unterschied zwischen den beiden war außerordentlich. One lady was probably 60 years old or so. Eine Dame war wohl 60 Jahre alt. She was dressed in a very simple gray dress. Sie war sehr schlicht in einer grauen Bekleidung. There was nothing about the design of her clothing that drew attention to her at all. Es gab nichts an dem, wie die Kleidung gestaltet war, das Aufmerksamkeit darauf gezogen hätte. Her hair was done in a very appropriate but not dramatic style. Ihr Haar war angemessen, aber nicht außerordentlich. No amazing jewelry. Kein herausragender Schmuck. Everything about her was tasteful yet ordinary. Alles an ihr war geschmackvoll, aber gewöhnlich. And she sang. Aber sie sang. She sang with beauty, she sang with excellence. Sie sang mit Schönheit, sie sang ausgezeichnet. But what was remarkable about her was that she sang with complete peace. Aber was erstaunlich an ihr war, dass sie mit vollkommenem Frieden gesungen hat. She knew she was skilled. Sie wusste, dass sie begabt war. She knew she was a lovely lady. Sie wusste, dass sie eine liebliche Persönlichkeit war. She had nothing to prove to anybody. Sie musste nichts irgendjemandem beweisen. She sang because she loved singing. Sie sang einfach, weil sie das Singen liebte. She wasn't there to impress anybody at all. Sie war nicht da, um irgendjemanden zu beeindrucken. She was there at peace with herself, enjoying doing what she was made to do. Sie ruhte in völligem Frieden mit sich selbst und hat einfach genossen, was sie tat. There was a younger soloist, Und doch gab es eine jüngere Solistin daneben, maybe 40 years old, vielleicht 40. dressed in gray like everybody else, Sie war auch grau gekleidet, wie alle anderen. with a brilliant red shawl around her shoulders. Und da hatte sie so einen Schal drapiert um ihre Schultern, rot. Her hair was impressive. Ihre Haartracht war sehr beeindruckend. Her jewelry was impressive. Ihr Schmuck war beeindruckend. And she was competing with the older lady. Und sie trat in einen Wettstreit mit der älteren Kollegin. Everything about her said, "See how wonderful I am." Und alles an ihr schrie danach, kannst du nicht sehen, wie wunderbar ich bin? And the older lady wasn't competing with her. Aber die ältere Kollegin hat mit ihr nicht diesen Wettstreit gemacht. This lady was trying so hard to be wonderful that she wasn't wonderful. Denn die jüngere Kollegin hat so sehr versucht, wunderbar zu wirken, dass sie nicht länger wunderbar war. And the older lady was not trying at all to be wonderful and was wonderful because she was so at peace. Während die ältere Solistin überhaupt nicht versuchte, wundervoll zu wirken, aber sie war wundervoll, weil sie so sehr in ihrem Frieden ruhte. That's a picture of Austria. Und das ist ein Bild für Österreich. There is no competition to prove to the world that you're a beautiful nation.
Es braucht überhaupt keinen Wettstreit mit der Welt, um der Welt zu beweisen, dass ihr ein schönes Land seid. You just are Ihr beautiful. seid's einfach. And you know it. Und ihr wisst das. And if anybody isn't smart enough to notice, that's their problem. Und wenn jemand zu blöd ist, das festzustellen, ist er selber dran schuld. Margaret Thatcher captured it amazingly well. Die Margaret Thatcher hat das mal sehr ausgezeichnet formuliert. She said, being in power is like being a lady. Sie sagte, an der Macht zu sein, ist so ähnlich wie eine Dame zu sein. If you have to say you are, you aren't. Wenn du sagen musst, dass du es bist, dann bist du es nicht. And part of the beauty of Austria is that they don't tell you that they're beautiful. They just are. Und Teil der Schönheit von Österreich ist, dass sie dir nicht sagen müssen oder kommentieren müssen, dass sie schön sind. Sie sind es einfach. So the beauty that is intrinsic to the nation is part of your God-given design. Die Schönheit, die diesem Land eigen ist, dieser Nation eigen ist, gehört zu dem gottgegebenen Design. The tourists come to drink deeply of the essence of your beauty. Und die Touristen kommen, um tief die Essenz dieser Schönheit in sich hineinzutrinken. There's another facet of Austria's difference from Germany. Und dann gibt es noch eine Facette, was Österreich von Deutschland unterscheidet. That is how the Austrians engage with a thing called time. Und zwar hängt es damit zusammen, wie Österreicher mit dem umgehen, was man Zeit nennt. The Germans beat time into submission. Die Deutschen prügeln die Zeit in die Unterwerfung rein. The Austrians are considerably more mellow about time. Aber die Österreicher nehmen die Zeit etwas gemütlicher. Time serves the Austrians. Die Zeit hat den Österreichern zu dienen. Hello? The Austrian government recognizes the importance of time. Die österreichische Regierung erkennt die Wichtigkeit der Zeit an. You get 22 vacation days a year plus 13 holidays paid. Ihr bekommt 22 Urlaubstage plus 13 Feiertage bezahlt. Considerably more than most other nations in the EU. Und das sind bei weitem mehr freie Tage, bezahlte freie Tage als wohl jede andere Nation der EU. And you feel no guilt at all about having that much time off work. Und das erzeugt bei euch keinerlei schlechtes Gewissen. Your work ethic doesn't bother you at all. Eure Arbeitsethik scheint euch nicht im geringsten zu bekümmern. In your daily schedules, you're more flexible and more spontaneous than the typical German. Ihr seid in eurer täglichen Zeiteinteilung flexibler und spontaner als der typische Deutsche. And yet, ironically, with all of this flexibility regarding time, there is the ability to stay continuous, unchanged for a long time. Und trotz dieser Spontanität und Flexibilität bezüglich Zeit hat Österreich doch über lange Zeit Beständigkeit erlangt. I was in the Mirabel Gardens this week. In dieser Woche habe ich mir den Mirabellgarten angeschaut. It was designed 400 years ago, and the design has stayed the same for 4 centuries. Der wurde vor 400 Jahren angelegt und im Wesentlichen ist seine Gestaltung 400 Jahre, 4 Jahrhunderte gleich geblieben. I have never been in a garden that had a 400-year-old design in it before. Ich war noch nie in einem solchen Schlossgarten, der eine 400-jährige It was a fascinating fortwährende experience. Klarheit hatte. So. Das ist faszinierend. It's hard for me as an American to come to grips with this kind of continuity. Es ist für mich schwer als Amerikaner, eine solche Kontinuität zu verstehen. The Sapphire Austria office is on a farm. Unsere Zweigstelle von Sapphire in Österreich, die befindet sich auf einem Bauernhof. The farm has been in the same family for
600 years. der sich seit 6 Jahrhunderten in derselben Familienhand befindet. My whole nation is 200 years old. Meine ganze Nation ist erst 200 Jahre alt. And a 400 to 600-year-old family farm, where do I put that? Und eine so uralte, mehrere Jahrhunderte, fast 600 Jahre alte Familienbauernhof, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Now, this comfortableness with long periods of time is an asset and a liability. Nun, dieses Wohlbehagen bezüglich langen Zeiträumen, das ist ein Segen und manchmal auch eine Bürde. On the one hand, it means that Austrians are kind of slow to adopt some new things. Und zum einen sagt man, dass die Österreicher neue Dinge nicht ganz so schnell ergreifen. This infuriates Serena. Das macht Serena sauer. When she puts a new product up on the website, Sobald sie ein neues Produkt promotet auf der Webseite, she watches very closely to see what happens. dann schaut sie genau, was passiert. The Americans start downloading the product within an hour. Die Amerikaner laden das Produkt von ihrer Webseite schon innerhalb der ersten Stunde runter. The Germans start buying within a week. Die Deutschen kaufen es innerhalb einer Woche. The Austrians start thinking about possibly buying 4 weeks later. Die Österreicher erwägen unter Umständen möglicherweise vielleicht mal, schauen wir mal, es zu kaufen 4 Wochen später. She's very loyal to her nation, but you drive her crazy sometimes. Ja, sie ist zwar ihrer Nation in Loyalität verpflichtet, aber das kann sie doch manchmal auch verrückt machen. So the slowness in adopting new things is one side of the coin. Also die Gemächlichkeit, neue Dinge zu ergreifen, ist die Kehrseite des Ganzen. The other side of the coin is the capacity for things to last a long time. Aber der Vorteil dabei ist, dass Dinge sehr lange andauern. Austria has an amazing capacity for legacy. Österreich hat eine immense Kapazität, ein Vermächtnis, ein Erbe zu hinterlassen. You look at the Habsburg family. Schau dir die Habsburger Familie an. Oh yes, the names of the governmental structures changed, but for roughly 600 years there was a continuity in your nation. Namen haben sich geändert, aber 600 Jahre etwa gab es Beständigkeit in eurer Nation. You look at psychology. Schau dir die Psychologie an. Coming out of Vienna in Austria, it has touched the entire world for almost 200 years now. Was aus Wien gekommen ist in der Psychologie, was aus Österreich gekommen ist, hat die letzten 200 Jahre die Welt verändert. So things start very slowly in Austria, but they continue for a long period of time. Dinge starten sehr langsam in Österreich, aber dann beeinflussen sie die Welt sehr, sehr nachhaltig und lang. There's a third facet of Austria I'd like to celebrate. Eine dritte Facette von Österreich, die ich gerne feiern möchte. It goes back to the concept of getting it all together. Und zwar wiederum diese Vorstellung, alles zusammenzubekommen. We're going to look at the economy. Schauen wir uns die Wirtschaft an. The German economy is simple to understand. Die deutsche Wirtschaft kann man einfach verstehen. Hard work, brilliant creativity. Harte Arbeit, brillante Kreativität. Simple. Einfach. The Austrian economy is not that simple to understand. Die österreichische Wirtschaft kann man nicht so leicht verstehen. It's the mystery of getting it all together without the drama. Es ist die Fähigkeit, alles zusammen zu bekommen, ohne das Drama. Let's talk about some numbers. Schauen wir uns ein paar Statistiken an. The economists say productivity isn't everything, but in the long run, it's almost everything. Wirtschaftsstrategen sagen, Produktivität ist nicht alles, aber auf lange Sicht gesehen ist es so gut wie alles. A country's ability to improve its standard of living over time depends on its ability to raise the amount of output per worker. Die Fähigkeit eines Landes, seinen Lebensstandard im Lauf der Zeit zu erhöhen, hängt fast zur Gänze von seiner Fähigkeit ab, die produktive Arbeitskraft jedes einzelnen Angestellten oder Arbeiters zu erhöhen. The economists have a technical figure that they use. It's called productivity per person.
Wirtschaftsstrategen haben einen technischen ein Kriterium, das diese Sache bewerten kann, und das nennen sie Produktivität per Person, PPP. So you take the gross domestic product and you divide it by the population, you get a number. Du nimmst also das Bruttosozialprodukt, du teilst es durch die Bevölkerung und du kommst zu einer Zahl. So how does Austria do in terms of work? Also wie schaut es aus in Österreich in puncto Arbeitsleistung? Well, let's put some numbers out there. Schauen wir uns Zahlen an. From 1995 to 1999, the productivity was $41,800 per person. Von den Jahren 95 bis 99 war die Produktivität pro Person, die belief sich auf jährlich $41.800. In the last 5 years, it's gone up from 41,000 to 45,000 per person. In den letzten 5 Jahren ist es von 41.800 auf $45.000 gestiegen. So the productivity per person is going up regularly. Das heißt, die Produktivität pro Person nimmt regelmäßig zu. Specifically, over the last 20 years, it's gone up 9.3%. In den letzten 20 Jahren ist diese Produktivität um 9,3% angestiegen. So we have a very casual nation that has a whole lot of holidays that is becoming more and more productive. Wir haben es hier also mit einer sehr gemütlichen Nation zu tun, die immens viele freie Tage hat und jedes Jahr produktiver wird. So I thought, let's compare that with Germany, hard Aber work in schauen Germany. wir uns das im Vergleich mal mit Deutschland an. Die arbeiten ja hart. Well, in the 95 to 99, Austria was at 41,800. Zwischen den Jahren 95 bis 99 lag Österreich bei 41.800 And Germany was only at 39,500. und Deutschland lag erst bei 39.500. How can it be that the Austrians are more productive per person than the hardworking Germans? Wie kann es sein, dass die Österreicher produktiver sind als die hardworking Germans? Must have been just a short period, so we looked over the 20-year period. Das muss wohl eine kurze Periode gewesen sein. Schauen wir uns die 20 Jahr Zeitraum an. In the last 5 years, you were at 45,000 and the Germans had gotten up to 43,000. Da seid ihr auf $45.000 gestiegen in Produktivität und die Deutschen sind auf 43.900 gestiegen. And the Germans had only increased 8.9%, which means that the gap is getting wider every year. Die Deutschen haben nur 8,9% Zuwachs. Das heißt, ja, Österreich hängt Deutschland langsam aber stetig mehr ab, jedes Jahr. And you look at the Austrian economy and say, how? Und du schaust dir die österreichische Wirtschaft an und fragst dich, wie kann denn das zugehen? You don't have the minds that Germany has. Ihr habt nicht die Denkkraft, die Denker, die die Deutschen haben. You're much more casual about work than they are. Ihr geht es mit der Arbeit gemütlicher an. Work And- smart, not hard. And you have this higher level of productivity than the Germans. Und trotzdem habt ihr diesen stärkeren Level von Produktivität als die Deutschen. That is the mystery of getting it all together. Und das ist das Geheimnis dessen, wie man alles zusammenbekommt. Well, let's look at public debt. Schauen wir uns die öffentlichen Schulden an. The measurement that the economists use is the percentage of debt to your GDP. Und zwar den Prozentsatz der Schulden angesichts des Bruttosozialprodukts. Austria is at 74%, Österreich liegt bei 74% and Germany is in a worse place at 79%. und Deutschland steht noch schlechter da mit 79%. How do they do it? Wie machen das die Österreicher? There's another measurement of efficiency. Es gibt noch ein Maß der Effizienz. They look at energy efficiency. Man schaut sich die Energieeffizienz an. How many tons of oil does it take to produce $1 million of GDP? Wie viele Tonnen von Öl braucht es, um $1 Million Bruttosozialprodukt herzustellen, zu erlangen? Austria is number 7 in the world in efficiency.
Österreich liegt auf Platz 7 in der Welt, was Effizienz anlangt. Takes a mere 150 tons of oil to produce $1 million of GDP. Und sie brauchen nur 150 Tonnen Öl, um $1 Million Bruttosozialprodukt zu erlangen. By comparison, Germany's number 10 in the world. Deutschland hingegen liegt auf Platz 10 in der Welt. And the list goes on and on and on of the differences between the two. Und die Liste geht weiter mit den Unterschieden zwischen beiden Ländern. Germany's easy to understand. Deutschland kann man leicht verstehen. Hard work, brilliant engineering. Harte Arbeit, brillantes Ingenieurstum. Austria is a mystery to understand. Aber Österreich ist ein Geheimnis, um es zu verstehen. The only way you can understand it is through Moses' blessing, the favor of the Lord, and you're getting it all together in the little things. Der einzige Weg, Österreich zu verstehen, liegt, wenn du den Segen von Mose verstehst, dass die Gunst Gottes alle Dinge zusammenbringt. Let's look at another metric. Schauen wir uns noch ein Kriterium an. How do you do community? Wie geht es euch gemeinschaftlich, in der Gemeinschaft? There's a researcher in Holland that has come up with a term, the power distance. Und es gibt einen Forscher in Holland, der den Begriff Power Distance geprägt hat, und ich werde herausfinden, wie man das gleich übersetzt. Macht. Okay, it's power over people or Power over people. Okay, Machtdistanz. It's the relationship between the boss and the employees. Okay, das ist der Unterschied zwischen Chefs und Angestellten. Is the boss very distant and high above the employees? Steht der Chef sehr entfernt und hoch über den Angestellten? Or is there easy communication and cooperation between the boss and the employees? Oder herrscht eine gefällige Kommunikation und ein Miteinander zwischen Chef und den Angestellten? And they've developed a scientific grid for measuring the nations of the world. Und sie haben eine Skala wissenschaftlicher Maße erstellt, um das Ganze einzuordnen. Numbers run from 1 to 100. Und die Zahlen liegen zwischen 1 und 100. The higher the number is, the more the authority. Und umso höher die Zahl liegt, umso höher ist die autoritative Haltung. The higher the number is, the greater the distance between Und the umso boss and the höher die employees. Zahl liegt auf der Skala, umso entfernter, so abgehobener ist der Chef mit den Mitarbeitern. Germany's right there in a pretty normal number. Und Deutschland liegt so von der Skala her ziemlich in der Mitte mit 35. On a scale of 1 to 100, they're at 35. In der Skala von 1 bis 100. That's not predatory or harsh, that's just normal management technique. Das ist kein Chef, vor dem man sich fürchten müsste, das ist funktionale Management-Effizienz. The United Kingdom is also at 35. Das liegt genauso in der Skala wie das Vereinigte Königreich, Großbritannien, 35. The United States is a little more heavy-handed at 40. In den Vereinigten Staaten, da ist alles ein bisschen autoritativer, das liegt bei 40. Many of the other nations around you in Europe struggle with management. Viele Nationen in Europa, die kämpfen, was das Management anlangt. Hungary is at 46. Ungarn liegt bei 46. Italy at 50. Italien bei 50. Spain at 57. Spanien liegt bei 57. Belgium at 65. Belgien bei 65. France at 68. Frankreich bei 68. And the higher the number, the greater the distance between the boss and the employees. Und umso höher der Skalawert, umso mehr der Abstand zwischen Chef und Mitarbeitern. Then you go outside the region. Dann gehst du etwas weiter weg von der Region. China at 80. In China ist es die Zahl 80. Russia at 93. In Russland 93. Saudi Arabia, 95. In Saudi-Arabien 95. In Saudi Arabia, you don't look at the boss, you just look at your shoes. Also in Saudi-Arabien, da schaust du dir nicht den Chef an, da schaust du nur betreten auf die Schuhe von ihm. So, where do you think Austria would be on this Wo number scale? glaubt ihr, wo liegt Österreich auf dieser Skala?
If Germany's 35, Wenn Deutschland bei 35 liegt, is Austria a softer, gentler work experience or a more harsh one? ist das Arbeitserlebnis in Österreich etwas milder oder etwas härter? Well, the number very simply is 11. Die Zahl ganz einfach liegt bei 11. The best work environment in the world in Die beste Austria. Arbeitseinteilung, das beste Arbeitsklima in der Welt. 11. 11. This is what it looks like. Und ja, so schaut es konkret aus. That means your bosses are highly accessible. Eure Chefs sind sehr nahbar und zugänglich. Power is decentralized. Die Macht ist dezentralisiert. Managers value the ideas of their staff. Die Manager bringen große Wertschätzung für die Anliegen der Mitarbeiter entgegen. Employees expect to be consulted about processes. Die Mitarbeiter erwarten es, konsultiert zu werden über das Vorangehen der ganzen Firma. Managers keep their people informed about changes. Die Manager informieren ihre Leute über Veränderungen. Bosses and employees are often on a first-name basis. Und ja, Chef und Mitarbeiter sind oft mit Vornamen, dass sie sich anreden. And communication is very direct, not through a memo. Und man schreibt sich nicht ein Memo, um was zu sagen, sondern man spricht sich direkt an. And you know what? Und weißt du was? It works. Es funktioniert. And the argument in all the other nations for heavy-handed management is we have to do this to be profitable. Und das Argument der anderen Nationen ist ja, warum wir so streng führen müssen. Wir müssen das, um produktiv zu sein. We have to keep the employees under our thumb or they won't work. Wir müssen die Mitarbeiter kurz halten, sonst bringen die keine Leistung zustande. And if you imported the Austrian model into Germany, it wouldn't work. Und wahrscheinlich, wenn du das österreichische Modell nach Deutschland importieren würdest, würde es dort nicht funktionieren. But God has designed the Austrian culture to be collaborative rather than to be authoritative. Aber er hat die Kultur in Österreich, Gott hat die Kultur in Österreich im Sinn der interdependenten Partizipation sich bestimmt und nicht im Sinne einer Einbahnstraßenhierarchie. There's another expression of community in Austria, and that is your festivals. Und es gibt noch eine Art, wie man Österreich anschauen muss, und zwar hängt das zusammen mit den Festen. Other than skiing, Austria isn't one of the most competitive, aggressive nations in the world. Wenn man mal ja, vom Skifahren absieht, dann ist Österreich sicherlich keine ehrgeizige Nation, die überall versucht, vorne dran der Beste zu sein. But they sure know how to do a festival. Aber sie verstehen zu feiern. I did a web search for Austria festivals. Ich habe mal im Internet gesucht nach österreichischen Festen. And in a calendar year, there's 89 international level festivals in Austria. Und pro Jahr gibt es 89 internationale Feiern, die also international wahrgenommen werden in Österreich. I did exactly the same search for Germany, and they only have 42 because they're too busy working. In Deutschland habe ich die gleiche Suche durchgeführt, habe aber nur 42 solche Feiern oder Feste gefunden, weil die Deutschen sind ja zu beschäftigt mit dem Arbeiten. The Austrians thrive on doing community. Die Österreicher ziehen großen Vorteil daraus, dass sie so gemeinschaftlich sind. There's one picture that is hugely amusing to me. Es gibt noch etwas, was mich sehr erheitert. That is the post office. Und zwar das Postamt. Sarina ships a lot of materials. Sarina bringt viel Material zur Post. When she's shipping to Austria, she ships from the Austrian post office. Wenn sie nach Österreich Dinge versendet, dann geht sie zum österreichischen Postamt. But she services the whole EU, so for the other nations, she comes across the border and ships from a German post office. Und da sie ja in die ganze EU versendet, geht sie für die anderen Länder über die Grenze und versendet dann vom deutschen Postamt. She actually comes to the German post office more often than the Austrian one. Und das, obwohl sie in Österreich ist, kommt sie öfter zum deutschen Postamt als zum österreichischen.
But there's a difference at the counter. Aber sie stellt einen Unterschied fest am Schalter. In Austria, it's not just a business transaction, it's a relationship. In Österreich ist das nicht einfach nur eine Geschäftstransaktion, du trittst in eine Beziehung für kurze Zeit. The clerks at the counter know her. Die Mitarbeiter am Schalter kennen sie, They start smiling when she walks in the door. die lächeln sie schon an, wenn sie reinkommt, They're glad to see her come. die freuen sich, dass sie kommt. It's a business transaction, but it's done in the context of community. Ja, es wird dort eine Geschäftstransaktion durchgeführt, aber das alles ist im Rahmen von Gemeinschaft. Not so much in Germany. Nicht so, aber am deutschen Postamt. The gentleman that she deals with at the post office is very proper. Der Mitarbeiter, der Herr am Schalter in dem deutschen Postamt ist sehr korrekt. He does a good job with the business transaction, Er wickelt die Geschäftstransaktion gut ab, and that's all he's interested in. aber mehr interessiert ihn nicht. Now, Serena is very intrusive. Nun, Serena mischt sich ein. She has deliberately smiled at him every time she comes for a year. Sie hat ganz bewusst ihn angelächelt, jedes Mal, wenn sie dort war, ein Jahr lang. It took her 1 year to get a smile back from the German post office Aber clerk. sie brauchte ein ganzes geschlagenes Jahr, um nur ein Lächeln aus ihm herauszulocken am deutschen Postamt. There is a difference between the two Glaubt nations. mir, zwischen beiden Nationen gibt es einen kleinen Unterschied. The Austrians do community really, really Denn die well. Österreicher, die verstehen sie auf Gemeinschaft. Unfortunately, we can't stop there. Leider können wir nicht hier stehen bleiben, It's not all good news. denn es gibt nicht nur gute Neuigkeiten. Because in the midst of all of this excellence in Austria, there is one area that is not excellent and that is potentially going to cause great difficulties. Denn es gibt inmitten all dieser Vortrefflichkeit einen Bereich, der gar nicht so schön ist und der wirklich Schwierigkeiten bringen kann. God has designed the nation of Austria to have an intense engagement, spirit to spirit, with God. Gott hat Österreich so geschaffen, dass man eine sehr intensive Beziehung mit Gott leben kann, von Geist zu Geist. But so far, Austria has been primarily soulish in their intimacy. Aber bislang ist Österreich nahezu gänzlich seelisch in ihrer Intimität gewesen. This is captured very eloquently in the letter to Laodicea, Das wird sehr deutlich im Brief an die Gemeinde in Laodicea beschrieben. Revelation 3. Offenbarung 3. You say, I'm rich, I've acquired wealth, and do not need a thing. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. That's Austria. Das ist Österreich. You are the 11th wealthiest nation in the world, Ist das 11. wohlhabendste Land der Welt. and there's a whole lot of things that are good and right and beautiful about your nation. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die gut, richtig und schön an eurer Nation sind. But the good is keeping you Austrians from pursuing the best. Aber das Gute hält euch Österreicher ab, das Beste zu verfolgen. You do not even realize that you're wretched, pitiful, poor, blind, and naked. And I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. Du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. You see, the community spirit in Austria is your strength, and it's also your greatest liability. Dieses Gemeinschaftsgeschick in Österreich ist eure größte Stärke und eure größte Schwäche. For an individual to leave the approval of their community
to do something different is always hard, but it's very hard in Austria. Für einen Einzelnen die Zustimmung seiner Gemeinschaft zu verlieren, weil er sich etwas Neuem anschließt, ist überall auf der Welt hart, aber es ist selten wo so hart wie in Österreich. The Protestant Reformation hardly put a scratch on Austria's Catholic population. Und so konnte die protestantische Reformation nicht nachhaltig wirken in der katholischen Umfeld. And yet it's not because people are passionately Catholic. Und das liegt nicht daran, dass die Leute leidenschaftliche Katholiken wären. Salzburg is called the Rome of Northern Europe because there's almost as many churches there as there are in Rome. Und Salzburg hat den Titel bekommen, das Rom von Nordeuropa, weil es dort fast genauso viele Kirchen gibt in dieser kleinen Stadt wie in Rom. But the churches are empty for the most part. Aber die Kirchen sind ja so gut wie immer leer. On Sunday there's more apt to be tourists than worshipers in Man the findet an churches of Sonntagen Salzburg. wohl mehr Touristen drin als Menschen, die Gott anbeten wollen. And what religion there is profoundly lacking in intimacy. Und der religiöse Ausdruck dort, dem fehlt jede Intimität. There is not a hunger and a thirst for God by and large. Es gibt so gut wie keinen Hunger und keinen Durst nach Gott. The Germans pursue God and growth with more intensity. Die Deutschen eifern und hungern nach Gott mehr, nach Wachstum als die Österreicher. When there's a seminar on growth in Austria, you will usually find more Germans than Austrians Wenn in there. Österreich ein Seminar durchgeführt wird über Wachstum, geistliches Wachstum, findest du dort mehr deutsche Teilnehmer als Österreicher. And the passion for intimacy that you have is on the soul level, not on the spirit level. Und die Leidenschaft der Österreicher nach Intimität liegt fast zur Gänze auf der Seelenebene, nicht auf der geistlichen Ebene. And yet that's not what God intended. Und doch hat Gott das nicht für Österreich gedacht. God has designed your gift to have the highest capacity for intimacy with God. Gott hat euch so bestimmt, dass eure Gabe die höchste Intensität und Leidenschaft für Gott haben könnte. And you're not opposed to intimacy. Natürlich habt ihr nichts gegen Intimität mit Gott. Not opposed to your spirit connecting with the Spirit of God. Seid nicht grundsätzlich dagegen, dass euer Geist mit dem Geist Gottes in Beziehung tritt, Provided you don't make any enemies in doing that. solange ihr es euch nicht verderbt mit anderen Leuten, wenn ihr das macht. And to be the first to leave a community to do something new and different is very challenging for Austrians. Und um der Erste zu sein, der seine Gemeinschaft verlässt, um etwas Neues und ganz anderes zu tun, ist äußerst herausfordernd für Österreicher. And so out of love of man and fear of man, you miss the treasure of intimacy with the Most High God. Und aufgrund eurer Wertschätzung für Menschen oder Menschenfurcht verliert ihr die Intimität, was eigentlich euer Schatz wäre bei Gott. And yet, Und doch, from my knowledge of your history von meiner Kenntnis über eure Geschichte and from the 30 years that I've been studying the spiritual DNA of nations, und auch von den 30 Jahren, die ich damit zugebracht habe, die soziale DNA von Nationen zu studieren, I'm absolutely convinced bin ich absolut davon überzeugt, that you have an extraordinarily high capacity for spiritual intimacy with God. dass in euch der Schatz liegt einer außerordentlichen geistlichen Kapazität nach Intimität mit Gott. The fact that it hasn't happened yet doesn't change the reality. Die Tatsache, dass es bislang nicht geschehen ist, ändert nichts an dieser Wirklichkeit. Let's talk about Serena again. Reden wir noch mal kurz über die Serena. When she came to work for me, she knew almost nothing about technology. Als sie zu mir kam, ja, in die Firma, da wusste sie nichts, wie sie technisch an die Dinge herangehen könnte. But God had placed it in her. Und doch hat Gott das in sie hineingelegt. And she very rapidly learned how to do graphic arts Sie hat sehr schnell gelernt, mit dem Grafikprogramm zu arbeiten, and web development.
die Webseite zu entwickeln and audio editing and video editing. und Audio- und Videobearbeitung. It was all there inside her, just nobody knew. Das lag die ganze Zeit schon in ihr, aber das wusste nur keiner. We discovered it and we unpacked it. Wir haben es entdeckt und haben es ausgepackt. The fact that decades had gone by without her using that didn't change the fact that it was there. Die Tatsache, dass das Ganze seit Jahrzehnten in ihr brach lag, änderte nichts an der Tatsache, dass es da war. And the fact that centuries may have gone by with your focusing on the body and the soul instead of the spirit doesn't change your potential. Und die Tatsache, dass Jahrhunderte vergangen sind, wo ihr euch mit eurem Körper und mit eurer Seele beschäftigt habt und nicht mit eurem Geist, ändert nicht euer geistliches Potenzial. You are designed by God to be able to connect with Him deeply, intimately. Ihr seid von Gott designt und bestimmt, mit Gott tief und intim und nahe in Verbindung zu treten. And this afternoon we will explore how to do that, how to get there. Und heute Nachmittag werden wir näher untersuchen, wie wir das konkret tun können. But for now I want you to ponder the mystery of getting it all together. Aber ich möchte für einen Moment, dass ihr euch dieses Phänomen, dieses Geheimnis anschaut, es alles zusammenzubekommen. Austria is an amazing nation Österreich ist eine erstaunliche Nation, because everything works together. weil alles zusammenkommt. Imagine what you could be if the everything included the spirit, not just the soul. Stellt euch mal vor, was dieses alles in eurem Land werden und sein könnte, wenn dieses alles selbst euren Geist noch enthalten würde. I'm so looking forward to sharing with you this afternoon the tools to add one more thing to the treasures that you already have and you hold. Ich freue mich schon sehr auf heute Nachmittag mit euch die Werkzeuge zu teilen, wie wir diesen einen Schatz noch herausholen können. Thank you. Dankeschön.